Jetzt Mikrofons bitte aus, okay? Danke. Okay, so, warum sind wir hier? Das ist eine gute Frage. Ich habe gemerkt, dass dieses Sommer bin ich 25 Jahre hier in Deutschland. Und das ist genau so lange, ich war in meiner Heimat Amerika, 25 Jahre. Und ich bin hier zum Erklären, wer ich bin, mich zum Vorstellen und auch zum Erklären, was ich anbiete hier in Andex, als eine Ausbildung über Heilung. Und ich mache das auch in anderen Ländern wie Dänemark und habe das gemacht in Österreich, in der Schweiz. Und ich muss meine Lautsprecher ausmachen, weil ich höre, das ist vieles los. Und das heißt, ich brauche so ungefähr eine Stunde, das zu erklären. Und auch würde ich auch erklären, warum das bloß ein Wunderheiler war. Und auch was Heilung bedeutet überhaupt jetzt gerade. Denn die Rolle des Heilens spielt eine große Rolle eigentlich jetzt in diese Paradigmenwechsel, das wir jetzt erleben. Wir erleben wirklich einen massiven Paradigmenwechsel, vergleichbar mit zum Beispiel der Aufbau vom Christentum 2000 Jahre her. So, wer bin ich? Ich heiße Paul Skorpen und ich bin, wie gesagt, ich bin hier in Deutschland 25 Jahre. Verheiratet mit einer deutschen Frau und wir haben 2 Kinder. Die Kinder, ein Kind wohnt in LA und seit 6 Jahren. Sie ist eine Schauspielerin und Model und Sängerin und die andere ist bei uns zu Hause jetzt gerade. Und der Grund, dass ich habe nie gedacht, dass ich werde ein Heiler, nie gedacht. Nee, es kommt nicht in Frage damals. Aber in meiner Uni-Zeit in Amerika, ich war wirklich verloren. Insoweit, dass für mich die Gesellschaft, ich schiebe das nicht auf Amerika, einfach die Gesellschaft für mich war nichts zu verstehen. Und ich hatte nicht die einfachste Kindheit hinter mir und ich war wirklich verloren. Und dann lande ich at die Universität in Orono, Maine, weil ich konnte die Kurse da besuchen kostenlos und so weiter. Mein Vater war ein Professor da. So habe ich dann Kurse besucht da und dann habe ich dann mich angemeldet für einen Kurs von Kyriakos Markides. Kyriakos Markides lebt noch. Der kommt aus Zypern, hat studiert in Amerika und war dann ein Professor und befreundet mit meinem Vater übrigens in Orono. Und ich war sehr dankbar, dass ich habe Markides Kurse besucht, weil der ist wirklich ein besonderes Mensch. Aber ich war auch enttäuscht, insoweit, dass ich wollte von ihm lernen über Durkheim und Weber und Karl Marx und andere. Und in dieser Zeit war der dabei, diese Buch zu schreiben, der Magus von Strovolos. Und so normalerweise, man hat einen 50 Minuten Vortrag von meinem Professor und so ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde redet er über Weber und Durkheim, alles gut. Und dann wechselt er auf Daskalos. Und das war sozusagen für mich, das ist nicht, was ich wollte lernen, habe ich gedacht. Ich wollte lernen, warum die Gesellschaft aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist und warum die Familie aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Aber trotzdem, etwas in mir war in Bewegung, als der erklärt, was Daskalos gemacht hat und wie Daskalos war. Und dann, ich sollte dann eine Doktorarbeit machen at Ohio State University in Social Wissenschaft, Soziologie, und war angemeldet da. Und dann in der letzten Sekunde habe ich gesagt, was mag ich, wenn ich das mache, dann bin ich genau wie mein Vater. Und ich habe gedacht, das ist wunderbar, weil mein Vater hat den ganzen Sommer off und dann jedes 7. Jahr ein Jahr frei. Ich habe gedacht, das ist wunderbar. Aber dann habe ich gedacht, wenn alles stimmt, was der Markides erklärt über Daskalos, oder stimmt teilweise, was würde ich dann verpassen? Würde ich dann Bedauern haben später? So, dann bin ich angemeldet für ein Jahr
in Kathmandu. Wobei es macht keinen Sinn für meine Zukunft, weil ich brauche, es war immer noch in die Undergraduate, es war nicht aber trotzdem, ich bin dahin gegangen wegen Markides und dann auch als ein Vorbereiten für meine Zeit bei Daskalos. Und ich wollte den Schamanismus in Kathmandu studieren. Habe ich gemacht. Und habe ich auch Buddhismus studiert und auch Hinduismus studiert. War sehr wichtig für mich als ein Vorbereiten für Daskalos natürlich. Und die haben einen Fehler mit meinem Visum gemacht und dann konnte ich dann 2 Jahre da bringen. Und dann, ich hatte den Eindruck von Kyriakos, dass Daskalos war sehr alt. Der hatte Zuckerkrankheit seit lange. Und dann meine Zeit in Nepal kam wirklich zu meinem Ende. Und ich wollte dann Sanskrit studieren in Varanasi, in Benares. Und, aber ich habe gedacht, okay, es ist egal, ich gehe nach Zypern und sehe, ob Daskalos lebt noch. Und Markides hat mir geschrieben, bitte nicht Besuch Kostas oder Kikis. Er ist repräsentiert in diesem Buch als einer von den. Ja, auf jeden Fall habe ich das geschafft, dass ich Zypern erreicht und Kikis erreicht. Und dann habe ich Erfahrung von einem anderen Amerikaner da, dass Daskalos gibt jeden Tag Vorträge. 90 Minuten in Strovolos. So bin ich sofort nach Strovolos. Und das war in Mai eigentlich, 88. Es war sehr heiß. Und einfach, ich war da für 4 Wochen und war sehr angetan bei Daskalos. Nicht unbedingt was er gelehrt hat, aber wie der war absolut besonders. Er strahlt so viel Liebe und Weisheit und Kraft aus. Das ist unglaublich. Und auch obwohl die Vorträge waren in Englisch, es war mit einem Akzent und auch die Vokab war sehr kompliziert. Und ich habe einfach gesagt zu jemandem da, wenn Daskalos Hilfe braucht, wobei ich schon einen Platz hatte für Sanskrit in Varanasi. Ich hatte schon einen Brief bekommen von der Chef vom Sanskrit Department in Varanasi für 5 Jahre. Ich habe trotzdem gesagt zu jemandem, meine Muttersprache damals war Englisch und ich hatte einen Laptop. Der Laptop war so groß. Und wenn Daskalos Hilfe braucht, konnte ich dann zurückkommen nach der Sommerpause. Und dann bin ich eingeladen für Mittagessen von Panayota. Und sie hat gesagt, Paul, wenn du willst, dann kannst du im September wiederkommen und bekommst du ein Zimmer und ein bisschen Taschengeld und kannst du ein Jahr mit uns bringen. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht verpassen. So, dann bin ich wieder nach Amerika und dann im September packe ich alles ein und dann fliege ich wieder nach Zypern. Und das war dann der Anfang für ein Jahr. Und habe ich dann bestimmte Aufgabe bekommen. Ich habe die Schlüssel von der Store bekommen. Ich musste dann die Leute einen Platz geben in die Store. Ich musste andere Sachen machen. Und dann war ich da für ein paar Monate. Und dann haben wir dann am Donnerstag einen Heilungstag gemacht, einen Behandlungstag gemacht, weil so viele Leute waren da. Und dann musste ich die Namen aufschreiben. Die waren fast alle deutsche Namen und auch von was die leiden. Und dann eine nach dem anderen kam zum Daskalos, vor der Gruppe eigentlich. Und Daskalos hat die 5 Minuten behandelt. Wunderbar. Und dann nach einer Weile Daskalos hat zu mir gesagt, Paul, kommst du und hilf uns. Und ich war wirklich ein Kopfmensch. Jetzt kommt einer ich war total ein Kopfmensch. Ich bin kein Kopfmensch mehr. Ich habe gesagt zum Daskali, ich verstehe Heilung nicht. Ich verstehe Heilung überhaupt nicht. Und nicht nur das, ich bin ein Amerikaner und die Leute, die fliegen von ganz weit weg hierhin und die wollen, dass du die heilst. Und Daskali hat gelacht. Und das war dann ein Ritual, das läuft dann über 5 Jahre, weil ich bin dann, 1 Jahr war nicht genug und dann bin ich eingeladen für ein 2. Jahr, 3. Jahr, 4. Jahr, 5. Jahr, 6. Jahr.
Und jedes halbes Jahr, Dasglos hat gesagt, Paul, kommst du jetzt von? Es reicht jetzt. Du hast so viele gelernt von den Vorträgen über, warum ein Mensch krank ist. Du hast gesehen, wie ich lege die Hände auf. Jetzt ist Zeit für dich. Ich sage, Dasglos, ich bin ein Kopfmensch. Das war meine Ausrede. Okay? Und dann im Juni 1994 hat Dasglos einen massiven Schlaganfall bekommen. Und die Schlaganfall war an die linke Gehirnhälfte. Und Dasglos war gelähmt auf der rechten Körperseite und konnte nicht mehr reden. Und war in diesem Zustand für 14 Monate. Und ich saß jeden Tag neben Dasglos, als er lag im Bett. Und ich habe gesehen, dass Dasglos Schmerzen hat. Oder ich glaube, der hat Schmerzen. Ob der mehr ausgedrückt hat, weiß ich noch nicht. Aber ich habe dann gesagt, okay, Dasglos, jetzt ist es soweit. Ich komme jetzt endlich. Und ich lag meine Hand auf seinen Kopf, auf die linke Gehirnhälfte und habe einfach gebetet. Und Dasglos geht in einen friedvollen Schlaf. Und ich weiß nicht, ob der mehr ausgedrückt hat oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich dann ein Jahr geblieben auf Zypern. In der Zwischenzeit habe ich meine Frau kennengelernt und sie war mit mir auf Zypern. Und dann, sie war dann damals eine Schauspielerin, wie unsere Tochter. Und sie hat gesagt, Paul, wenn du willst eine Zukunft mit mir, du musst nach München kommen, weil wenn ein Roller kommt in Film oder Fernsehen, ich muss dann sofort, ich muss erreichbar sein, sonst ich verpasse das. Und ich habe gemerkt, meine Zeit in Zypern war vorbei. Alle die Bücher waren fertig geschrieben und alles war in Ordnung. Und dann bin ich nach München in 97, das heißt 25 Jahre, im Sommer 97. Und dann, Dasglos war ziemlich bekannt hier in Deutschland und auch in Österreich und auch in der Schweiz und auch in Amerika und andere Länder. Und viele Leute haben gewusst, dass ich war mit Dasglos jeden Tag unterwegs. Viele haben gewusst, dass ich von Dasglos wirklich viel Privatunterricht bekommen. Unglaublich viel Privatunterricht bekommen. Und dass ich habe jede Reise mit Dasglos gemacht nach Brasilien, nach Amerika, nach Deutschland, jedes Frühling, nach Österreich, nach der Schweiz und so weiter und weiter. Und dann die riefen mich an und sagten, Paul, du warst mit Dasglos, so lange kannst du heilen. Ich habe gesagt, nein, ich bin ein Kopfmensch. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, nein, nicht wie Dasglos. Und die haben gesagt, bitte, mir geht es nicht gut. Das war in München. Kannst du einfach das ausprobieren an uns? Und ich habe gesagt, okay, komm. Und Dasglos ist ein Heiler, war total formlos. Der hat keine Form. Der hat keine Zeit für eine längere Behandlung. Und so weiter, so viele Leute waren da. Und Dasglos lag die Hand direkt auf die Stelle, das leidet. Und so. Und das ist, was ich gemacht habe dann in München. Ich habe einfach gesagt, okay, der Knie ist kaputt und so weiter. Dann lege ich meine Hand auf die Knie, den Meniskus und betet, wie Dasglos gebetet hat. Und Dasglos als ein Heiler war ein wunderbares Vorbild für mich. Aber wie gesagt, wenn ein Vorbild ist formlos, dann ist es schwierig. Okay? Und dann kommt ein paar Leute zu mir und die waren schwer krank, wirklich schwer krank, mit Hepatitis B und Cholesterinspiegel außer Kontrolle. Und ich habe die behandelt mehrmals. Und dann, die gingen besser, aber nicht so schnell besser. Und die waren sehr krank. Und dann, wie viele weiß, Dasglos, hier ist ein Bild von Dasglos, 30 Jahre her. Das ist genau 30 Jahre her, in Governor's Beach. Dasglos ist Geistführer Johannes. Johannes hat die Johannes-Evangelium geschrieben und hat die Offenbarung empfangen auf die Insel Patmos. Und Dasglos hat gesagt, ich gebe keinen Vortrag, Johannes gibt alle die Vorträge durch mich. Okay? Ich habe das gesehen, dass in der Stoa, wo Dasglos der Vorträge gegeben hat, dass ein goldgelbener Schein kommt über Dasglos und landet über Dasglos nach 10 Minuten, nach der Vortrag anfängt. Und ich habe zum Dasglos gesagt, Dasglos, ich sehe, dass eine goldene Farbe kommt über dir. Was ist das denn? Und er hat gesagt, das ist Johannes. Und Dasglos teilt ein Leben mit Johannes in die Zeit von Jesus Christus. Johannes war jung,
Und Dasglus war noch jünger. Und seit Jesus Christus auf der Welt war, ist dann, Johannes hat gesagt, ich passe auf dich, Dasgli. Und hat gemacht. Und als Dasglus 14 Monate später hat sein Körper wieder zum der Erde gegeben und hat einen Schluss gemacht um dieses Leben. Dasglus auch, aber Johannes war bei mir. Und als diese zwei Leute waren schwer krank in München, ich habe gesagt, was mache ich jetzt? Und dann Johannes kam zu mir ganz klar und hat gesagt, Paul, liest du bitte meine Evangelium, die Johannes-Evangelium. Und ich habe gesagt, Johannes, es tut mir leid, aber ich habe das so oft gelesen. Du musst das noch einmal lesen und ich will das mit dir lesen. Und ich habe gesagt, okay, Johannes, du bist der Chef hier, ich will das dann lesen. Und ich saß hin und man kann die Johannes-Evangelium lesen in 2 Stunden, aber das bedeutet nichts, man versteht das überhaupt nicht. Und dann habe ich gesehen, dass in der Johannes-Evangelium Jesus heilt immer an die 6. Stunde oder die 6. Tag, immer, ohne Ausnahme. Und Johannes hat gesagt, Paul, bitte die Leute, dass die kommen zu dir 7-mal. Und ich habe gesagt, Johannes, das kostet viel Zeit und das kostet Geld und so weiter. Er sagt, mach das bitte. Und dann ich habe die gefragt, seid ihr bereit, dass ihr kommt zu mir 7-mal? Und ich sage, ja, natürlich, sonst weiß ich nicht, ob wir leben noch. Und das war der Anfang von meiner Arbeit, meine Methode, sagen wir. Es ist nicht meine Methode. Und dann die Leute haben gesehen, dass es klappt zum Heilen. Und die hatten gebeten, dass ich und meine Frau ein Seminar anbietet über Heilung. Und dann haben wir dann ein 2-Tage-Seminar angeboten über die 4 Erzengel, Michael, Gabriel, Raphael und Uriel. Und dann das wächst. Und dann plötzlich war das 4 Tage. Und das ist der Grundseminar, das ich anbietet. Und dann, das war nicht genug, weil dann habe ich dann mehr bekommen über Johannes und auch mehr bekommen von mir auf die seelische Ebene. Und dann der war plötzlich Heilen 2, das geht auf der Kausalebene, das hängt zusammen mit der Familienkammer. Und dann, das war gut, aber dann kommt dann Heilen 3, das hängt zusammen mit wie wir erleben karmische Muster, persönliche Karma. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, das ist genau, was Dasglus uns gesagt hat, dass ein Mensch leidet hauptsächlich von Familienkarma und dazu von persönlicher Karma, wenn man an Wiedergeburt glaubt. Dasglus hat immer gesagt, es ist egal, ob man glaubt an Wiedergeburt, es wird trotzdem passieren. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir diese 3 Blöcke, 4 Tage, 4 Tage, 4 Tage. Und dann ein Mensch wird befreit, wenn man erlebt das. Und dann 7 Behandlungen an Familienkarma, 7 Behandlungen an persönlicher Karma und ein Mensch wird dann erleuchtet. Und dann, Zeit läuft dann weiter und dann kommen wir sehen das, wobei Dasglus starb in 95, dass plötzlich wir kommen in ein total anderes Zeitraum als Dasglus, total anderes Zeitraum. Man kann das nicht vergleichen. Die Zeit, wo Dasglus war mit uns, ist wie 200 Jahre her. Also wirklich lange her. Und das heißt, wir merken, dass wir stecken ganz tief rein in einen Paradigmenwechsel. Wie gesagt, das ist schwer zum Vergleichen. Ich meine, ich rede nicht über Covid, ich rede nicht über Trump, ich rede nicht über, was weiß ich, einen Krieg in Ukraine, ich rede über, wie komisch die letzten 22 Jahre waren. Und es sind immer noch sehr komisch. Wir kommen dazu. Und dann habe ich gesagt, es ist nicht genug. Es gibt ein anderes Karma, das ist viel kräftiger als Familienkarma und viel kräftiger als unsere persönliche Karma. Und das ist, was ich nenne das Kollektivkarma. Und dann habe ich dann aufgebaut Heilen 4. Heilen 4 ist auch 4 Tage. Und es hängt zusammen, dass seit langem
erleben wir, besonders in der West, eine Gesellschaft, das ist nicht in Balance. Es ist überhaupt nicht in Balance. Es ist seit langem nicht mehr in Balance. Und ich bin ein ich bin sogar ein Fachmann über Christentum. Ich lehre Christentum mit Leidenschaft und mit Liebe. Ich gebe ein Seminar jedes Jahr auf Patmos. Wir gehen in die Offenbarung. Ich habe 3 Filme gemacht, eine aus der Philippus-Evangelium, eine aus der Thomas-Evangelium, eine aus der Maria-Magdalena-Evangelium. Ich lehre die Seligpreis und ich lehre die Bedeutung von die Vater Unser. Und das ist meine Aufgabe, insoweit, dass ich bringe das, was das mir gegeben hat und uns gegeben hat, ich bringe das in ein neues Zeitraum. Und die Kollektivkammer ist sehr wichtig, insoweit, das ist der Grund, der Ding mit einem Paradigm ist, dass Paradigms, wir bauen ein Paradigm auf zusammen. Und dann ein Paradigm, es passt gut für ein großes Zeitraum. Und dann langsam, es passt nicht mehr. Es passt nicht mehr, weil es passt einfach nicht mehr. Und wenn es nicht mehr passt, dann es kollapsiert an der Boden. Es ist ein großer Umbruch. Und die Paradigm, das wir jetzt erleben, das kommt wirklich schnell zu einem Ende. Man nimmt das nicht falsch. Es hängt zusammen mit dem Aufbau vom Christentum. Warum? Christentum, der Schwerpunkt vom Christentum ist Liebe ohne Ende. Jesus Christus lag alles auf Liebe. Und das macht Christentum so besonders, weil kein anderer Glauben liegt so viel auf Liebe als Christentum. Buddhismus, Mitleid, wunderbar. Aber Liebe ist der Schwerpunkt vom Christentum. Und das Ding ist, das Christentum war nicht, dass der Schwerpunkt vom Christentum als Liebe, es ist nicht so gut geeignet für ein Weltglauben. Das ist die Frage, wie viele Leute sind reif für Liebe, diese Botschaft? Das ist wirklich die Frage. Damals und heute. Ich bin nicht zynisch. Ich glaube, wir sind jetzt reif seit 2000 Jahren. Und Christentum muss wirklich kämpfen. Und ich meine nicht für 100 Jahre, es muss dann für 200 Jahre. Nein, es muss für 300, es muss dann für 400 Jahre kämpfen. Über 400 Jahre kämpfen, dass es wird ein Weltglauben. Und dieser Kampf bringt Christentum ganz weit weg vom Liebe. Es braucht Christentum in Gewaltigkeit. Das ist eine Tatsache. Weil Christentum muss kämpfen gegen andere Glauben. So, was sind die anderen Glauben in die Zeit von Jesus Christus? Weil es gab in Ägypten ein Glauben, das läuft über 10.000 Jahre. Es gab in Anatolien ein Glauben, das läuft über 10.000 Jahre, wenn nicht 12.000 Jahre, wenn nicht 14.000 Jahre. Und diese Glauben waren sehr lebendig in die Zeit von Jesus Christus. Und alle von diesen Glauben, der Hauptenergie von alle diese Glauben war die Weiblichkeit. Insoweit, dass wenn man guckt den Ägypten an in die Zeit von Jesus Christus, Osiris war schon fertig. Und Isis war der Hauptgottheiten überhaupt in Ägypten. Und in die hellenische-römische Zeit, wie gesagt, die hellenische Zeit kam langsam zu einem Ende. Und die Römer dann sagt, das ist jetzt unsere Zeit in Anatolien und auch in die griechischen Inseln und so weiter. Das Hauptenergie war eine Frau, sie heißt Artemis. Und Artemis hat über 200 Tempel in dem Mittelmeer bis Portugal. Und Artemis war das Alpha und Omega für die Volk. Sie gab die Volk alles, was die brauchen. Deswegen, die hatten Schwierigkeit, weil die Leute hatten schon Gottheiten. Und als die Christ wie Paulus kommt und sagt, glaubt an einen Gott, die Leute sagen, warum? Uns geht es wirklich gut. Und warum ging es diesen Leuten so gut? Und das ist die Erklärung. Sagen wir, dass ihr war inkarniert in Ephesus, in der Türkei heute. Oder ihr war inkarniert in Luxor oder Kairo in Ägypten, damals. Erstmal, natürlich, die hatten viele Gottheiten.
Man macht die klein, man sagt, es ist Heidentum, Heiden oder Polytheismus. Der große Vorteil mit Polytheismus ist, dass in die ägyptische Glauben und in die hellenische Glauben, den römische Glauben, die hatten wirklich wenig Angst. Warum? Ihre Gottheiten waren im Himmel und gleichzeitig ihre Gottheiten waren auf die Erde. Das ist der Grund, dass die haben Tempels gebaut, dass die Gottheiten, dass die wohnen auch in dieser Tempelanlage. Und die wohnen immer noch da übrigens. So, du hast keine Angst. Erstmal, der Unterschied zwischen Himmel und der Erde ist null. Null. Zweite, es gibt kein Ohrsünden. Im Gegenteil. Für die hellenische Volk, römische Volk und die ägyptische Volk, der Ohrzustand ist Chaos. Absolut Chaos. Kein Paradies, Chaos. Und die Gottheiten schützen uns vom Chaos. Du hast dann diese verschiedenen Gottheiten und die schützen uns vom Chaos. Du stehst jeden Tag auf in eine große Dankbarkeit, dass es gibt einen neuen Tag. Weil es gibt immer wieder Gefahr, dass Chaos kommt wieder zu uns. So Dankbarkeit, du lebst eine unglaublich tiefe Dankbarkeit, dass die Gott gibt überhaupt und die schützen uns vom Chaos. Und dann hast du keine Schuld. Du hast keine Sünden, weil es gibt keine Ohrsünden und kein Mensch war für uns geopfert wie Jesus Christus. Und dann dazu, eure Gottheiten, die schlafen miteinander und die bekommen Kinder. Das heißt, Sexualität ist göttlich. Das heißt, wenn ihr guckt das an hinter mir, dieser Mensch, das ich gestern gemalt habe für den englischen Vortrag. In Indien und auch das zum Beispiel, man redet über Energiezentrum, verteilt durch den Körper, oder? Man nennt die Chakren in Indien. Und man sagt in Indien, und das hat das bestätigt, dass man hat 7 Hauptchakren. Man sieht nicht das Kronenchakren da, aber das Kronenchakra ist da. Ne? Und wenn sagen wir, dass ihr seid ein Kleinkind oder ein Mensch in Anatolia in Jahre 0 oder dann wie habt ihr denn die 7 Chakren erlebt? Einfach ist gleichwertig. Die waren absolut gleichwertig. Das heißt, der Unterschied zwischen das Wurzelchakra, voll mit der Schöpferkraft übrigens, und das Kronenchakra ist 0. Weil die Schöpferkraft hat so viel Wert für die Leute. Schwangerschaft war ein Wunder für die, dass eine Frau hat in ihrer Gebärmutter ein Kind, war ein absolut Wunder ohne Ende. Natürlich, die Schöpferkraft war das Alpha und Omega, war die Frauen waren das Hauptenergie da. So, dann ist es alles gut. Ich sage das, wie gesagt, ich bin zu Hause im Christentum. Ich rede nicht gegen Christentum. In dieser Form hier. Es gibt Christentum in einer Form, das heißt, da ist Kloster Andechs, da ist die Vatikan, da ist Moskau, da ist Rom. Das ist ein Christentum. Es gibt wirklich ein Ohrchristentum, ein wunderbares Ohrchristentum, das man erlebt, wenn man die Philippus-Evangelium liest oder der Thomas-Evangelium liest oder Maria Magdalena liest. Das ist die wahre Christentum. Das ist die wahre Christentum. Aber wie gesagt, Christentum muss kämpfen mit Schwert gegen Heidentum. Und in diesem Kampf gehen wir ganz weit weg von der Hauptbotschaft von Liebe und Empathie und Integration und landen wir in ein neuer Glauben, 400 Jahre nach der Geburt von Christus, dank Konstantin und dank dann die Aufbau von der katholischen Glauben, hauptsächlich in Ephesus übrigens, wo wir haben gesagt, nein, Patriarchie ist jetzt, ist die Zeit für Patriarchie, Punkt. Matriarchie ist vorbei, okay? Wir haben 10.000 Jahre von Matriarchie erlebt, oder auf jeden Fall eine Balance zwischen der Weiblichkeit und der Männlichkeit, weil jeder von dieser Glauben, die hellenische Glauben, römische Glauben und die ägyptische Glauben, hat eine perfekte Balance zwischen der Männlichkeit und Weiblichkeit, perfekt Balance. Wenn ihr guckt die Familienbaum an, von den Gottheiten in die ägyptische Zeit und die römische Zeit
Und die hellenische Zeit ist es 50% weiblich und 50% männlich. Okay, und jetzt haben wir gesagt, Schluss mit das. Die Männer werden die neue Glauben aufbauen. Und die Männer haben gesagt, okay, wir brauchen ein Buch, wir brauchen ein Schriften, und das ist die Neue Testament. Gibt uns alle die Schrift, das beschreibt, was Jesus Christus gelehrt hat und was Jesus Christus gemacht hat. Gerne. Hier sind über 100 Schriften. Hier, nehmt die. Gerne. Wir nehmen die. Und wir suchen aus die 27 Bücher. Ihr kennt die. Ihr kennt es. Es fängt an mit Matthäus und endet mit der Offenbarung. Das heißt, was steht in die Neue Testament in Englisch und Deutsch, ist 25% von was gab denn damals. Die anderen waren strafbar verboten zum Lesen. Strafbar verboten zum Lesen. Todesstrafe. Kein Witz. Und die waren dann verbrannt, oder teilweise eine koptische Priester hat gesagt, nein, das ist kostbar. Ich vergrabe die in ein Dorf, das heißt Nag Hammadi. Und da lagen die unter die Erde bis Jahre 1944. Und dann die waren entdeckt. Und wir haben die wieder, Gott sei Dank. So, das bedeutet, dass über 1600 Jahre, das ist genau das, nicht 2000 Jahre, haben wir dann einen neuen Glauben aufgebaut. Und in diesem Glauben, wir haben gesagt, die unter den Chakren hier, die unter den Energiezentrum hier, das Solarplexus, das Hara Chakra hier, das Sakralchakra und das Wurzelchakra, vergiss die. Die sind verletzbar, die sind voll mit Gefühlen, die sind voll mit Bedürfnissen, vergiss die. Das hat nicht mit deinem Glauben zu tun, im Gegenteil. Das ist gegen ein Glauben. Und wir bauen auf in die oberen Chakren, das heißt das Halschakra, dritte Augen und Kronenchakra, die neue Glauben. Und das bedeutet, die oberen Chakren bekommt dann die Vollmacht über die unteren Chakren. Und die oberen Chakren hat die unteren Chakren total neu definiert. Sexualität total neu definiert. Die Weiblichkeit neu definiert. Als außer Kontrolle. Das heißt, die neue Glauben geht gegen alles. Es ist absolut puritanisch. Übrigens, zeig mir ein Glauben, das gibt heute, das nicht puritanisch ist. Zeig mir ein Glauben, auch in Indien jetzt gerade, das sagt, diese Erde ist wunderbar. Zeig mir ein Glauben, das sagt, die Körper ist ein großes Geschenk. Zeig mir ein Glauben, das sagt, wir sind hier in ein Paradies. Und das ist genau, was Jesus Christus sagt in die Philippus-Evangelium, in der Maria Magdalena-Evangelium. Die sind alle eins in mir jetzt gerade. Ja? Jeder Glauben sagt, geh weg von dieser Erde. Geh weg von dieser Erde. Geh in Samadhi. Geh in Nirvana. Geh auf das Schloss Abraham. Geh in ein Paradies. Geh in die Christusbewusstheit. Geh in Theosis. Jeder. Und wenn alle die Glaubens gehen in diese Richtung, dann haben wir den Frieden mit der Erde? Nein. Haben wir Frieden mit dem Tierreich? Nein. Haben wir Frieden überhaupt mit unserem Körper? Nein. Wir haben nur Konflikt erlebt. Nur Konflikt erlebt. In uns und zwischen uns. Und dieser Konflikt explodiert jetzt gerade. Es explodiert in Frauenhass, in Hass gegen die Schwarze, gegen die Weiße, und die Weiße gegen die Schwarze, Moslems gegen Christen, gegen Juden, einfach ein Kampf gegen die Glauben. Ohne Ende jetzt gerade. Und das ist ein Umbruch. Und es ist erwartet, dass es ein Umbruch ist. Und es ist Zeit, dass es ein Umbruch ist. Weil was wir aufgebaut haben, ist überhaupt nicht integriert. Okay? Ich habe gestern gesagt auf Englisch in dem Vortrag, dass ich vermute, dass wenn ein Paradigm kommt zu einem Ende, es kommt nicht in einer Sekunde in ein Ende, es läuft dann über 100 Jahre, 200 Jahre. Es bricht zusammen langsam. Es aufgebaut ist langsam, Christentum ist aufgebaut über 400 Jahre und dann bricht das dann zusammen, wenn es kommt zu einem Ende. Okay? Und das ist genau, wo wir jetzt stehen. Zum Beispiel, wenn ihr guckt eure Eltern an, und jetzt ich kenne die Eltern von ein paar hier, persönlich,
die Wahrscheinlichkeit, dass eure Eltern waren integriert, war null. Null. Die waren nicht integriert. Die sind stark beeinflusst vom Christentum. Stark. Und die Männer hat die Vollmacht, dass ein Vater, Ehemann kann die Frau total definieren und kontrollieren ohne Ende. Und auch das hängt zusammen mit Oma und Opa, und Oma und Opa. Die Wahrscheinlichkeit, dass die waren integriert, ist null. Und vergiss nicht, dass wenn wir Kleinkinder sind, wenn wir stehen auf mit 1 Jahr, 1 Jahr stehen wir auf. Mädels ein bisschen früher, die Jungs sind ein bisschen hinterher. Die Jungs sind immer hinterher. Dann wir merken, dass wir sind ein Bub oder ein Mädchen, oder? Ziemlich schnell. Wir gucken nach unten und wir sehen, ich habe, was Papa hat oder ich habe, was Mama hat. Dann suchen wir sofort ein Vorbild. Die einzige Vorbild, das anwesend ist normalerweise Mama und Papa. Jetzt, wenn Mama und Papa nicht integriert sind und die spielen die Täter-Opfer-Spiel wunderbar miteinander und die machen das ohne Ende, dann was ist es für ein Vorbild? Und vergiss nicht, dass auf diesem Vorbild wird kein Mann, wird kein Ehemann, wird kein Vater. Ja? Und ich habe einen Wunsch denn, einfach geh zurück in Ephesus in Jahre 0 oder in Luxor in Jahre 0. Papa und Mama waren vollkommen integriert. Vollkommen. Sogar, dass die hatten fast kein Unbewusst. Okay, das ist das. Man sagt, okay, der Freud kommt in Wien so ungefähr über 120 Jahre und sagt, ihr seid total unbewusst. Okay? Der Jung bestätigt das teilweise. Dasglos mit so viel Liebe hat gesagt, ihr seid 90% unbewusst. Und wenn Dasglos guckt uns an mit Liebe und sagt, ihr seid 90% oder 95% unbewusst, dann sagt, okay, dann bin ich das. Und ich stelle die Frage, sind wir wirklich in Ewigkeit 25% unbewusst? Und die Antwort ist nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Warum? Weil wenn ihr habt einen Glauben wie diese primitive Heidentum, und ihr habt keinen Scham und habt keine Schuld und keine Angst, habt nur Dankbarkeit und Liebe und Empathie und sind vollkommen integriert. Und auch zwischen die Weiblichkeit und die Männlichkeit ist mehr oder weniger Harmonie, weil ihr seid gleichwertig, anders aber gleichwertig. Denn was ist der Anteil von dem Unbewusst? Die Gegenteil ist es 10%, wenn überhaupt. Okay? Das heißt, denn was sind Mama und Papa als Vorbilder damals? Herrlich. Wunderbar. Die sind vollkommen liebevoll, integriert, haben Lebensfreude ohne Ende, Dankbarkeit ohne Ende. Und jetzt im Jahre 2022 stecken wir wirklich in die, jetzt ist es wirklich kompliziert, wo wir jetzt stecken. Aber alles ist gut. Alles ist gut. Okay, so gehen wir zurück zum Grund, warum ich ein Heiler bin jetzt heute. Gegen mein Will. Gegen mein Will bin ich ein Heiler. Aber ich bin so dankbar, dass ich bin ein Heiler. Aber ich bin kein Heiler. Ich gebe zu, ich bin kein Heiler. Ich bin bekannt als ein Heiler. Aber Dasglos hat nie gesagt, dass der ein Heiler war. Nie. Dasglos hat nie gesagt, dass der ein Lehrer war. Nie. Nicht einmal. Und warum? Okay, in München in 1997, nach 6 Jahren bleiben mit Dasglos, 7 Jahre auf Zypern, habe ich angefangen, die Leute zu behandeln. Und dann nach einer Weile das zu lehren. Und ich habe etwas verpasst. Und ich habe das nicht gesehen in meiner Zeit von Dasglos. Und hauptsächlich der Markides ist schuldig. Weil Markides präsentiert, Dasglos ist ein Wunderheiler. Und Dasglos war ein Wunderheiler. Aber du bekommst den Eindruck von Markides, dass Dasglos war allmächtig. Dass der hat so viele Fertigkeiten. Deswegen habe ich gedacht, wie kann ich heilen, wenn Dasglos hat so viele Gaben mitgebracht als ein Vorleben, wie kann ich das machen? Kann ich nicht.
Aber nein, ich habe die Leute behandelt. Und ich hatte aus meiner Kindheit, weil meine Kindheit war sehr kompliziert, ich bin eine von 7 Kindern, aber wir lassen das jetzt. Ich hatte ein Hilfesyndrom. Okay? Ich hatte ein Hilfesyndrom, weil ich komme aus einer kaputten Familie und ich wollte die Leute helfen. So, als ich lag meine Hände auf die Leute, mein Hilfesyndrom war sehr aktiv. Besonders wenn einer kommt zu mir, voll mit Krebs oder ein kleines Kind mit einer Krankheit, Autoimmunkrankheit, dann war ich dann überhaupt nicht passiv. Ich war sehr aktiv in Gedanken und Wünsche und so weiter. Und dann ich habe gedacht, okay, warte, warum, wenn ich so viel Mühe gebe, dass die Leute wird befreit von meiner Krankheit und mir geht es überhaupt nicht gut danach und die geht es auch nicht besser, vielleicht mache ich einen Fehler. Und dann habe ich dann ein bisschen an Theosis gedacht. Und Theosis hat immer gesagt, ganz öffentlich in die Vorträge und zu mir gesagt, privat, wenn ich lege die Hände auf die Leute, ich bitte, dass die Erzengel fließen durch mich in die Leute. Ja, das ist, was der macht. Er sagte, ich heile die Leute nicht, hat er gesagt. Ich habe das verpasst, wie gesagt. Und er hat gesagt, okay, wenn Theosis passiv war, dann ich muss das auch machen. Und nicht nur das, für uns, für viele von uns, und Theosis hat gesagt, sein größtes Vorbild überhaupt ist ein Heiler war Jesus Christus. Und Jesus Christus ist auch mein Vorbild als ein Heiler. Und er hat gesagt, okay, wenn man liest der Bibel, der Neue Testament, was sagt Jesus Christus? Immer wieder. Ich mache nichts selber. Mein Vater, Mutter macht alles durch mich. Sagt er immer. Und er hat gesagt, okay, dann Jesus Christus war ein Wunderheiler, aber der hat nicht geheilt. Die Urkraft, der Ursprung hat durch Jesus Christus geheilt. Und er hat gesagt, okay, ich muss das neu überlegen. Und dann habe ich gesagt, okay, was ich mache jetzt in München in 97, ich würde versuchen, das ist schwierig zu versuchen, man kann das nicht versuchen, aber ich würde probieren, dass ich komme in die Passivität. Und er hat gemerkt, dass die Behandlung wird mir erfolgreich. Und dann bin ich dann langsam absolut zu Hause in der Passivität. Über 25 Jahre. Nicht sofort. Und das ist das Ding. Hier ist das Problem. Ich habe gestern gesagt, es gibt nicht einfacher als Heilung auf der ganzen Welt. Die Heilung ist die einfache Ding, das man machen kann. Aber Heilung zum Lernen ist derartig schwierig. Und man denkt, okay, das ist ein Paradox. Wie kann es sein, dass Heilung ist so schwierig zum Lernen, aber wenn man ein Heiler ist es unglaublich einfach. Und das ist dann das. Ich bin hier in Deutschland. Ich glaube, fast alle sind hier in Deutschland. Okay? In Deutschland und auch in Amerika, in Österreich, in der Schweiz, in alle die westlichen Länder, in der ganzen Welt, wir legen absolut alles auf Aktivität vom Anfang an. Okay? Wie gesagt, im Moment, dass wir aufstehen mit 1 Jahr, sind wir aktiv. Und wir bekommen die Botschaft von Mama und Papa, macht etwas, okay? Und dann gehen wir in den Kindergarten mit 2 Jahren alt und wir nehmen unser Spielzeug mit und die anderen Kinder kommen zu uns und die wollen unser Spielzeug von uns mitnehmen. Und wir sagen, nein, das sind meine Spielzeuge. Und dann bauen wir auf sofort Egoismus. Und wir müssen unser Spielzeug schützen und mit das lernen wir noch mehr in Aktivität. Dann gehen wir in die Grundschule und dann sind noch mehr Aktivität, weil wir müssen die deutsche Sprache herrschen. Viel Glück. Wir müssen Mathe herrschen. Wir müssen Geografie herrschen. Wir müssen Englisch herrschen. Wir müssen das und das herrschen. Aktiv. Und dann gehen wir dann vielleicht in Gymnasien oder die Realschule oder eine Ausbildung, Aktivität. Und dann gehen wir in die Gesellschaft und haben wir eine Arbeitsstelle oder machen wir so Aktivität, bis wir sterben. Sind wir
unglaublich aktiv. Sogar wenn wir schlafen und wir träumen, in die Träume selber sind wir unglaublich aktiv. Und jetzt ist ein Lehrer, und ich bin ein Lehrer von Heilung, ich lehre eine Methode. Und wenn ich lehre die Methode, dann bin ich gnadenlos hier, weil ich lehre das jeden Tag, sei passiv. Was ich lehre, ist, ich sage, ihr müsst dann Flussbetten sein. Andere sagen, nein, ich will ein Kanal sein für die Gnade. Wunderbar, sei ein Kanal für die. Aber ein Flussbett ist ein wunderbares Gleichnis. Warum? Ein Flussbett ist passiv. Okay? Und ein Fluss braucht ein Flussbett. So, wir nennen die Gnade der Fluss, der Wasser, das fließt durch uns. Und es braucht, die Gnade braucht dringend ein Flussbett, sonst es fließt überall hierhin. Es fließt, kannst du dir das vorstellen, hier in die Isar oder der Neckar, es hat kein Flussbett? Das ist wie die Nil in Ägypten im Frühling, vor der nasse Staudamm gebaut war, dann kommt die Wasser und geht überall hin. Chaos, Chaos, Chaos. So ein Flussbett ist sehr wichtig, okay? Und nicht nur das, es gibt Flussbetten, die sind am Anfang nicht so breit, wegen Unsicherheit oder wegen ein Hilfesyndrom oder wegen, man denkt, man ist so dreckig. Die sind nicht so breit und die sind nicht so tief und die sind nicht so leer, okay? So, der größte Flussbett überhaupt war Jesus Christus für uns. Er war die Amazon, dieser große Fluss. Der Amazon ist nicht der größte Fluss auf der Welt, der Nil ist der größte Fluss. Das Fluss war ein unglaublich großes Flussbett. Insoweit, das Fluss hat keinen Egoismus. Der war total frei vom Egoismus. War absolut in die Liebe und die Weisheit. Und war breit und tief und leer. Okay? Wunderbar. Das ist ein wunderbares Vorbild als ein Heiler. Und das ist, und nicht nur das. Und ich habe gesagt in die E-Mail für diesen Vortrag, was ist im Endeffekt der Unterschied zwischen einem geistlichen Weg, einem spiritual Weg und Heilung? Null. Null. Warum sage ich das? Was wollen wir von einem spiritual Weg? Was wollen wir, wenn wir Bücher lesen über Spiritualität? Oder wenn wir meditieren? Oder wenn wir beten? Wir wollen diese Ohrströme von der Ursprung erleben. Und das heißt, wir wollen die Ohrvertrauen erleben, direkt erleben. Wir wollen die Ohrfrieden erleben. Wir wollen die Ohrfreude erleben, die Ohrvertrauen erleben. Okay? Verstehe ich. Man will das erleben. Deswegen sind wir auf die Suche für das. Aber wenn man Glück hat, wie ich, und ich bin unglaublich dankbar und unglaublich glücklich, dass die Leute kommen zu mir für Behandlungen. Und wenn einer fragt mich, Paul, wie viele Stunden meditierst du? Du warst bei Douglas. Douglas hat meditiert. Douglas hat nie meditiert. Douglas hat nie meditiert. Douglas hat gebetet, aber er hat nie meditiert. Er muss nicht meditieren, weil er war voll in Einklang mit Christus. Wenn man voll in Einklang mit Christus ist, man muss nicht meditieren. Warum? Okay? Douglas hat gebetet für die Leute, aber er hat nicht meditiert. Und wenn die Leute fragen mich, Paul, wie viele Stunden meditierst du pro Tag? Ich sage, warte, ich hole meinen Kalender. Das ist kein Witz. Das klingt ein bisschen angeberisch. Morgen ist Dienstag. Ich habe am Dienstag 4 Behandlungen in Andex. Ich werde morgen 4 Stunden meditieren. Und das ist kein Witz. Weil insoweit, dass wenn ihr kommt für Behandlungen hierhin oder nach München oder irgendwo, und dann wir gehen zusammen in mein Behandlungszimmer, dann ich lasse mein Ego hier in der Wartezimmer und ich gehe mit euch zusammen rein in mein Behandlungszimmer und mein Ego bleibt hier, weil mein Ego hat keinen Platz in Heilung. Keinen Platz. Ich muss ego-frei. Und dann ich lege meine Hände auf euch für 3/4 Stunde in die absolute Passivität. Ob ihr das weißt oder nicht, das ist mir egal, weil es funktioniert super. Okay? Und dann, wenn man passiv ist und präsent ist, man ist anwesend und dann die Gnade fließt durch uns, dann sind wir klatschnass. Klatschnass. Wir sind vollkommen nass in die Ohrvertrauen, Ohrfrieden, Ohrfreude und Ohrglauben. So, was
was ist im Endeffekt ein Flussbett? Meine Hände sind die Flussbette, mein Herz ist der Flussbett, aber das Hauptenergie für mein Heiler, wie das Gloss oder wie Jesus Christus, und zum kleinen Teil ich, ist unser Glauben. Okay? Ein Glauben ist das Alpha und Omega. Ein Glauben ist die absolute Flussbett vor der Fluss. Und dann durch unsere Glauben fließt die Gnade in ein Klient. Wunderbar. So wie können wir das schaffen, dass unser Glauben wächst und wächst und wächst und wächst? Und ich sage euch etwas, mein Weg ist, dass ich habe dann diese 7-Reihe bekommen. Und ich begleite Leute über 24 Jahre durch diese 7-Reihe. Dank Johannes. Und wenn man behandelt die Leute mit der 7-Reihe und man sieht, wie die Gnade beschreibt es, die Ohrweiblichkeit, Ohrmännlichkeit, Erzengel, behandelt die Leute total individuell, vollkommen individuell über diese 7 Behandlungen. Denn du siehst, dass meine Rolle als ein Heiler ist einfach, dass ich bin ein Flussbett und dass ich dabei bin. Und dass ich habe eine wunderbare Behandlungsschema. Ich habe mehrere Behandlungsschema. Und dass ich lege meine Hände auf die Stelle, auf Organen, auf die Chakren, in der Zwischenzeit auf die Lymphen, die Lymphen und auch die Drüsen und so weiter. Und dann bin ich passiv. Und es funktioniert super. Und dann mein Glauben wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Und die Leute werden befreit. So einfach ist das. Und das bedeutet Heilung, die wahre Heilung. Das heißt, wenn ihr wolltet Heilung wie Jesus Christus oder das los, dann es geht an Verlernen. Nicht lernen, verlernen. Natürlich, man muss dann eine Behandlungsschema lernen. Das lehre ich mit Leidenschaft und ich lehre das gerne. Und ich glaube sehr stark an alles, was ich mache. Und man braucht eine gute Behandlungsform, ohne Frage. Und dann, dass man muss das wirklich abgeben, der Wunsch, dass wir machen etwas von unserer Seite. Total auf die Seite lassen, hingeben. Einfach hingeben und dienen die Gnade. Wir sind Diener von der Gnade. Punkt. Okay? Und das ist ein großer Ehre. Dass man darf die Christusenergie dienen als ein Flussbett. Es geht nicht besser als das. Oder der Heiligen Geist, besser als das. So einfach ist Heilung. So einfach ist Heilung. Ich sage euch, Heilung ist so derartig einfach. Aber dass man kommt dahin, es dauert eine Weile. Weil wir sind so eingeprägt mit dieser Botschaft, seit nicht nur in dieses Leben, über mehrere Leben sind wir total programmiert, bis die DNA und das Zellgedächtnis macht. Weißt du, in einer von den Evangeliums, das ich einen Film gemacht habe, Jesus Christus sagt zu den Leuten, wie erkennt ihr einen Mensch wie ich? Und die sagen, keine Ahnung. Die sagen immer, keine Ahnung. Die haben keine Ahnung. Die sagt, ein Mensch wie ich bringt genauso viel Zeit in Aktivität als in Ausruhen. Stellt dir das vor, Jesus Christus hat gesagt, Ausruhen. Ausruhen ist genauso wichtig als Aktivität. Das ist Urchristentum, Rudi. Ausruhen. Du hast es gelernt durch eine schwierige Zeit. Ausruhen ist total, Jesus Christus sagt, wir müssen uns ausruhen. Und dann können wir dann aktiv sein. Und wir sagen, vergiss das, Christentum ist aufgebaut von Aktivität. Christentum ist nicht aufgebaut von Aktivität, im Gegenteil. Man muss wirklich ausruhen. Und jetzt gerade meine Kinder, mein Sohn ist jetzt 19 Jahre alt, meine Tochter ist 21 Jahre alt, als die Kleine waren, die sagen, Papa, Mama, ich will nicht 8 Stunden schlafen. Das ist eine Zeitverschwendung. Ich will nur 6 Stunden schlafen. Ich sage, Kinder, das ist nicht gesund. Das ist einfach nicht gesund. Ja, aber dann habe ich zwei Stunden weniger Schlaf tagsüber. Das ist wie die Kinder sind vollkommen programmiert von das. Die kommen überhaupt nicht in die Ausbildung. Jeder Kind hat ein Handy oder ein Computer und die sind mehr aktiv, als wir waren als Kinder.
Aber das kommt, Gott sei Dank, zu meinem Ende. Insoweit, dass dieser Paradigm aufgebaut vom Frauenhass, ich habe das gesagt, es gibt keine andere bessere Wort auf die deutsche Sprache als Christentum. Christentum in der Form von der katholischen Glauben, orthodoxen Glauben, evangelischen Glauben ist aufgebaut von ein absolut vollkommen Unterdrücken von der Weiblichkeit. Das heißt Frauenhass. Punkt. Okay? Und wenn man baut ein Glauben auf Frauenhass, und das ist gegen der Botschaft von Jesus Christus und Maria Magdalena, aber gut, das dürfen wir machen, denn irgendwann eine Wespe, eine Biene, Gegenkräfte. Dann irgendwann kommt das zu meinem Ende und das ist, was wir jetzt erleben. So, warum jetzt? Ich erkläre, wie ich das sehe. Ganz klar. Wir sind nicht so viele Menschen, aber ich erkläre das ganz klar. Jesus Christus war hier auf der Welt 2000 Jahre her. Jesus Christus, der Hauptbotschaft von Jesus Christus ist, hört auf mit dem Täter-Opfer-Spiel, vergebt einander, liebt einander. Einfach und ausruhen und dann macht es was. Erlebt einfach die Liebe. Für sich selbst und auch für einander. Das war die absolute Hauptbotschaft von Jesus Christus. Hört auf mit dieser Gewalt. Hört auf mit dem Täter-Opfer-Spiel. So, als Jesus Christus auf der Welt kommt, im Jahre 0, sagen wir, in Bethlehem, König Herodes war der Herrscher im Judentum. Und 3 Königen besucht König Herodes und gesagt, hey, König Herodes, das Christkind ist auf der Welt gekommen in Bethlehem. Und König Herodes sagt, ich schicke alle meine Soldaten auf die ganze Landschaft und die werden alle Buben unter 2 Jahre alt ermordet, Toten. Haben gemacht, das heißt Kindermord. Kindermord. Jetzt erleben wir einen anderen Kindermord, aber das Finger weg. Und das bedeutet, dass das ist eine wunderbare Vorlage für uns heute, weil die Gegenkräfte in die Zeit von Jesus Christus war da, verkörpert in die Römer und auch in Judentum und wollte die Liebe toten. Man kann die Liebe nie toten. Die Liebe hat keinen Gegner. Liebe hat keinen Gegner. So, dann, ihr kennt bestimmt Rudolf Steiner. Rudolf Steiner war ein Österreicher, der lebte so ungefähr bis Jahre 1930 oder 40 und war ein großer Mystiker im Christentum. Und Rudolf Steiner hat gesagt, dass die Christusenergie kommt wieder an die ätherische Ebene um die Erde. Er spürt das. Er hat das gespürt. Dasklus hat das bestätigt. Dasklus hat gesagt, in die öffentlichen Vorträgen und auch zu mir, er spürt, dass die Christusenergie ist wieder da. Und er hat gesagt, dass er glaubt, dass wenn die neue Millennium kommt, Jahre 2000, dass Christus ist vollkommen da. Und dann waren wir alle sehr nervös im Jahre 2000. Was passiert denn? Ich war total aufgeregt. Und dann nichts passiert. Oder? Doch. Jesus Christus ist wiedergeboren. Nicht auf der Erde, aber zwischen uns und in uns. Und Jesus Christus ist geboren als ein kleines Kind, ein Säugling. Und er wächst. Und damals hat Jesus Christus 33 Jahre auf die Erde, war 33 Jahre auf die Erde und hat dann die Kreuzfahrt erlebt und dann die Auferstehung und dann Christi Himmelfahrt. Kann das sein? Und wenn ihr das überlegt, seit wann ist es wirklich komisch geworden in der ganzen Welt? Es ist seit Jahre 2000. Das alles wird plötzlich sehr komisch. Okay? Das heißt, das Politik wird sehr extrem. Und dann, es baut dann auf.
Okay? Und dann haben wir dann auch das erlebt mit bestimmten Leuten wie Herr Trump und andere Leute wie Putin. Und das ist egal. Es gibt Leute in Brasil, die sind gegen die Erde, die sind gegen alles, Gerechtigkeit und so weiter, auch in der Türkei und so weiter und auch in jedem Land. Politik ist sehr extrem. Und dann dank Edmund Snowden haben wir gesehen, dass die bestimmte Länder, die haben so viele Geheimnisse, sie sind vollkommen aufgebaut auf Geheimnisse. Hinter die Rücken von den Bürgern. Und dann geht es dann weiter mit Herrn Trump in diese 4 Jahre. Das war nicht ungefährlich. Und auch jetzt mit Covid seit 2,5 Jahren. Wenn es stimmt, was ich sage, dass die Vorlage von das Lebenslauf von Jesus Christus 2000 Jahre her, wir erleben eine Wiederholung von das jetzt. Und der große Unterschied ist, Jesus Christus ist nicht alleine zu uns gekommen, sondern mit der Weiblichkeit, nicht Maria Magdalena, aber Maria Magdalena hat einen Zugang zu dieser Weiblichkeit. Ja? Dann haben wir Christentum in einer Balance, endlich. Okay? Wenn Christentum ist da in einer Balance und ist vollkommen, eine perfekte Balance zwischen der Weiblichkeit und der Männlichkeit, als Jesus Christus und Maria Magdalena in eine neue Form, dann natürlich sind die Gegenkräfte sind aggressiv. Weil wenn wir erleben Urchristentum endlich, nach 2000 Jahren, weil damals waren wir nicht reif genug für das, aber nach 2000 Jahren von Patriarchie sind wir vollkommen reif. Denn alles, was wir aufgebaut als die Pharmaindustrie oder die Medizin oder Politik, ist in Gefahr, ist in absoluter Gefahr. Und die sagen nein, 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 nein. Und dann kommt dann Covid. Ich sage nicht, was die Ursache von Covid ist, ob es in ein Labor ist, entwickelt in ein Labor, ist mir egal. Ich sehe nur die Vorteile mit Covid. Weil Covid hat uns alles gezeigt, hat mir so viel gezeigt. Und ich bin immer noch nicht geimpft und ich habe nie Covid erlebt. Und ich will Covid nicht erleben, aber es ist egal. Vielleicht muss ich das erleben. Aber Covid hat diese Spalte gemacht in der Familie, in der Gesellschaft, in ein Dorf. Und das ist alles mit Absicht gemacht, dass wir trennen einander von uns. Und wir sagen, ihr seid schuldig, weil ihr seid ungeimpft. Und ihr seid schuldig, weil ihr geimpft seid. Und dann da. Und dann fängt an dieser Hass und Wut und so weiter und weiter. Natürlich fängt das an. Weil die Jesus Christus Energie zusammen mit der Urweiblichkeit ist jetzt 22 Jahre alt. Weil es ist Jahre 2022. Und das bedeutet, dass wir haben immer noch 11 Jahre von dieser Unruhe. Aber das bedeutet, wir sind ziemlich weit durch. Sehr weit durch dieser Paradigmenwechsel. Wir sind sehr weit weg. Und deswegen sind diese Energien noch mehr aggressiv. Weil die merken, dass die haben keine Chance mehr, weil die Liebe hat mehr Platz in uns. Die Liebe hat viel mehr Platz in uns jetzt, endlich. Weil wenn man erlebt, diese Trennung zwischen den oberen Chakren und den unteren Chakren über 1600 Jahre, haben wir keine Liebe erlebt, keine Freude erlebt. Gibt's zu. Wenn ich frage euch, wie viele Liebe habt ihr erlebt oder Freude erlebt in den letzten 1600 Jahren, die Antwort ist wirklich wenig. Wirklich wenig. Ich lasse das nicht. Ich lasse keinen Ende. Der wartet immer, es ist zu spät zum Reinkommen. Entschuldigung, ich bin nett, ihr kennt mich, aber ich kann die Leute nicht reinlassen, weil dann die kommen mit Fragen zu mir, denn die Frage passt nicht, weil ich habe es schon erklärt. Punkt. So. Das bedeutet, ich habe, die letzte Film, das ich gemacht habe, ist kein Film, ist ein Hörbuch. Das ist der Philippus-Evangelium. Und der Philippus-Evangelium ist unglaublich wichtig für uns. Weil Jesus Christus sagt in der Philippus-Evangelium, und das ist, man kann das kostenlos anhören an YouTube.
Ich habe das gestern angehört. Jesus Christus sagt, ich habe einen Vater im Himmel, aber ich habe auch eine Mutter im Himmel. Und die Mutter heißt die Heiligen Geisten. Und er sagt das mehrmals, dass er hat eine Mutter im Himmel. Wunderbar. Und hat gesagt, dass meine Mutter ist eure Mutter. Herrlich, wunderbar. Und Jesus Christus erklärt, dass es gibt dann auf einer anderen Ebene, die 5. Ebene, die perfekte Ohrbilder. Alles, was hier entsteht, ist ein Abbild von den Ohrbilder. Okay? Und die Ohrbilder sind vollkommen. Okay? Für mich, das war eine wunderbare Botschaft als ein Heiler. Und Jesus Christus sagt, man kommt nur in die perfekte Körper, wenn man erstmal die Kreuzigung erlebt. Das heißt, die Kreuzigung ist eine Befreiung und dann die Auferstehung erlebt und dann man ist dann in die absolut perfekte, vollkommene Körper. Das heißt, die Ohrbild von was wir haben ist ein Abbild. Jesus Christus hat das erlebt. Nach dem Kreuzweg und nach der Auferstehung ist er in die perfekte Körper. Okay? Die absolut perfekte Körper, die Ohrkörper von dieser Körper. Das bedeutet, dass der Kreuzweg ist eine absolute Befreiung von Leid, wenn man so weit ist. Und das bedeutet, dass wenn wir gehen in die nächsten 11 Jahre weiter und weiter und weiter, sei nicht überrascht, dass die Gegenkräfte sind noch mehr aktiv. Die geben irgendwann auf. Die müssen aufgeben. Weil die Liebe ist unschlagbar. Okay? Die Liebe ist absolut unschlagbar. Du hast keine Chance gegen die Liebe. Und wenn die Liebe wächst und wächst und wächst in den nächsten 11 Jahren, dann irgendwann gibt die Gegenkräfte auf. Ein anderer großer Geschenk vom Christentum ist der Buch der Offenbarung. Der letzte Buch von der Bibel. Es ist eine absolut wunderbare Vorlage für was wir erleben. Wir kennen das als die Apokalypse, okay? Die Apokalypse ist genau, was wir erleben jetzt, aber es ist nicht die Endzeit, überhaupt nicht. Es ist eigentlich eine neue Geburt. Es ist keine Endzeit, es ist eine neue Geburt. Und in die Offenbarung, es gibt ein großes Spiel. Eine neue Erde muss erstmal entstehen. Okay? Eine neue Erde. Das heißt, ein neuer Weinschlauch. Wir brauchen einen neuen Weinschlauch für die neue Wein. Wenn wir behalten die ältere Weinschlauch und füllen das mit neuem Wein, es platzt. Und wir haben keinen Wein mehr und wir haben keinen Weinschlauch mehr. Das ist genau, was man erlebt in die Offenbarung, ist, wir brauchen eine neue Erde. Und wenn das neue Erde ist da, dann kommt die himmlische Stadt nach unten in eine Hochzeit. So, die himmlische Stadt kommt nach unten und kommt zusammen mit der neuen Erde in eine wunderbare Hochzeit, in eine Einheit. So, in der Offenbarung, als das passiert, dann sind die Gegenkräfte unglaublich aktiv und aggressiv, als die Teufel. Und die wollen es alles stören, blockieren. Und in diesem Moment ist der Erzengel Michael aktiv. Und Erzengel Michael ist unschlagbar. Der hat nie einen Krieg verloren. Der gewinnt jeden Krieg. Du hast keine Chance gegen Michael, Gott sei Dank. Und so Michael kämpft gegen den Teufel und zum Ende von der Offenbarung kommt die himmlische Stadt. Es ist eine neue Erde entsteht und die himmlische Stadt. Das bedeutet, im Christentum, wir haben 2 Vorlagen für was wir jetzt erleben. So, entspannt euch. Alles ist gut. Alles ist wunderbar. Alles ist gut. Und eigentlich, wir müssen am besten respektieren wir die Gegenkräfte. Es ist nicht einfach, aber respektieren wir Pfizer. Und wir nennen Pfizer nicht die teuflische Energie, nicht öffentlich. In uns dürfen wir das sagen. Moderna, Lauterbach, der wunderbare Lauterbach, der hat jetzt Sorge, Lauterbach hat Sorge, dass diese Hitzewelle ist nicht gut für die älteren Leute, der hat so viel Herzenenergie. Nein, ich meine, dass wir müssen die Gegenkräfte respektieren, weil nur mit den Gegenkräften kommen wir in die neue Bewusstheit. Punkt. Die Gegenkräfte sind immer da und die Gegenkräfte hilft uns, dass das alles wird vollkommen neu. Okay?
So, das ist, was wir jetzt erleben jetzt gerade. Und wenn ihr bleibt in die Vertrauen und ihr bleibt in die Freude und ihr bleibt in die Liebe, dann seid ihr wunderbare Vorbilder für die anderen Leute. Weil so viele Leute sind verwirrt jetzt gerade, die sind voll mit Wut, die sind voll mit Hass, die brauchen immer noch ein bisschen Zeit. Aber wir gehen zusammen dahin. Und was wir würden erleben, vielleicht ohne die Kirche, wenn die Kirche das nicht schafft, wir würden Urchristentum erleben, endlich. Okay. So, das ist gestern einer aus Kanada gesagt, Paul, es gibt ein wunderbares Buch, es ist noch nicht auf Deutsch, es heißt auf Englisch The Emperor and His Messenger. Geschrieben bei einem Engländer, ein wunderbarer Engländer, der heißt Ian McGilchrist, ist egal. Und Ian McGilchrist hat gesagt, dass die West ist aufgebaut 95% von die linke Gehirnhälfte. 95%, das stimmt. Und sie hat gesagt, Paul, ich habe das ganze Buch gelesen und der gibt keinen Vorschlag, wie wir die zwei Gehirnhälfte zusammenbringen. Ich sage, ja, der gibt keinen Vorschlag, aber eine von den besten Methoden ist Heilung. Punkt. Heilung. Es ist einfach so. Sagen wir, dass ihr arbeitet als ein Lehrerin in einem Kindergarten. Und ihr habt dann 10 Dosen von verschiedenen Farben besorgt. Und ihr sagt zu den Kindern, 20 Kinder, geh in diese Zimmer hier, wir geben euch dann 10 verschiedene Eimer von Farben und 10 verschiedenen Pinsel und habt viel Spaß. Schließt das Zimmer, eine Stunde später öffnet die Tür und dieses Zimmer ist unglaublich bunt und die Kinder auch. Und dann du sagst zu den Kindern, jetzt räumt ihr das auf. Und die Kinder sagen, warte, das ist unfair. Ihr gabt uns 10 verschiedene Eimer von Farben und die Pinsel und hat uns die Erlaubnis, mit das zu machen. Und jetzt wir müssen das aufräumen. Das ist, wo wir stehen jetzt. Ich sage das jetzt als ein Heiler. Dass wir schaffen Frieden zwischen die Weiblichkeit und Männlichkeit. Ich meine wirklich Frieden. Und dass wir schaffen Frieden zwischen die unteren Chakren und oberen Chakren. Und dass wir schaffen Frieden durch die linke und die rechte Gehirnhälfte. Wir schaffen das nicht alleine. Wir schaffen das einfach nicht alleine. Erkenntnis ist nicht genug. Wir brauchen Methode. Und vielleicht ist ein Therapeut eine gute Quelle für Heilung. Aber das dauert zu lang. Und der Vorteil mit geistiges Heilen, besonders eine Methode wie die 7-Reihe, ist, dass es geht wirklich schnell. Weil die Gnade ist da, uns zum Helfen jetzt gerade. So, was meine ich jetzt gerade? Wenn diese Paradigm kommt wirklich schnell zu meinem Ende, was das bedeutet im Endeffekt, ist alle die Karma, als Familienkarma, persönliche Karma und Kollektivkarma, das gehört dazu, gilt nicht mehr. Versteht ihr das? Es gilt, alle die Karma, das aufgebaut ist, unter ein Paradigm, gehört zu diesem Paradigm. Und wenn ein Paradigm kommt zu meinem Ende, dann die Karma kommt zu meinem Ende. Ich sage euch, ich bin wie ein Schuhmacher hier in Deutschland und ich mache wunderbare Schuhe. Ich bastel die gut zusammen, beste Leder, alles zusammen. Ich verkaufe die gut und ich verdiene von meinen Schuhen Geld. Und ich bin ein Heiler. Oder man nennt mich ein Heiler. Ich lebe vom Karma. Ich lebe von Krankheit. Seelisch und körperlich. Ich verdiene mein Geld der Krankheit. Es tut mir leid, aber es ist die Wahrheit. Das ist kein Geheimnis. Und ich sage euch, bald braucht ihr kein Karma mehr. Und ich meine das. Und es freut mich. Ich finde andere Arbeit. Okay? Weil wir kommen in eine Zeit, wo wir brauchen wirklich kein Karma mehr. Weil wenn diese Paradigm kommt vollkommen zu meinem Ende in die nächsten 11 Jahre, dann sind wir für eine Weile karmafrei. Wir bauen auf, gleichzeitig, in Aufbau jetzt gerade ist ein neues Paradigm,
Und diese neue Paradigm, das in Aufbau ist wunderbar. Es ist aufgebaut von Empathie und Transparency und so weiter und weiter. Und das ist die neue Paradigm, das wächst gleichzeitig in die Asche from die ältere Paradigm. So ich sehe das, wie gesagt, ich begleite Leute durch diese 7 Reihe über 24 Jahre. Und was ich merke in der Zwischenzeit, ist, dass die Gnade steht so hinter dieser 7 Reihe, absolut hinter dieser 7 Reihe, insoweit, dass ich bin passiv. Und plötzlich sind die 7 Reihe fast jede Woche noch stärker geworden. Oder, Moni? Die sind unglaublich stark geworden. Und der Grund ist, dass die Gnade sucht eine Methode, und die 7 Reihe passt gut zum dass die Leute wird schneller befreit vom Karma und erlebt dann schneller Harmonie und Balance. Okay? Es gibt bestimmt andere Methode, aber die 7 Reihe passt wunderbar zum das. Und das ist der Grund. Jetzt nächste Woche kommen die Leute für Heilen 3 und Heilen 4. Endlich kommen 10 Leute hierhin. Das ist für mich das Covid. Ich sehe nur die Vorteile, aber finanziell, es war nicht so besonders gut hier. Insoweit, es gab eine Zeit, wo nur ein Teilnehmer darf hier besuchen, nur wenn die einen Impfpass hatten. Aber jetzt kommen die Leute wieder und die wollen wirklich heilen lernen. Und ich finde das toll. Und ich bin froh, dass die kommen zu mir, weil die Leute, die kommen zu mir, die sind wunderbar und so weiter. Die sind alle so offen für die Passivität. Und Passivität ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, weil wenn ein Mensch geheilt wird, und du kannst nicht sagen, ich habe das wunderbar gemacht, weil ihr habt nichts gemacht. Wenn man wirklich ein Flussbett ist, es freut man, wenn einer befreit ist von Krankheiten, seelisch oder körperlich, aber wir wissen tief in uns, dass wir das nicht gemacht haben. Und dann sind wir froh, dass wir das nicht gemacht haben. Okay, braucht ihr eine Pause oder habt ihr dann Fragen jetzt gerade? Ich habe viel erklärt und ich habe zu viel erklärt wahrscheinlich. Aber ich mache meine Lautsprecher an und ihr konntet dann Fragen stellen. Wer ist da? Hat deine Tochter eine Frage? Ich dürfte. Das ist Mathilda. Nein, das ist ein anderes Kind. Wer ist das? Wer ist das? Ich bin Paul. Ich bin ein Heiler. Ich kenne deinen Vater und Mutter. Ich kenne die ganze Familie übrigens. Ja. Habt ihr Fragen? Paul, wie schaffst du das, dein Ego im Wartezimmer zu lassen, wenn du in den Behandlungsraum reingehst? Ich sage warum und wie. Wenn ihr ein Flussbett seid und ich glaube, Marianne, du musst dein Mikrofon ausmachen. Wenn ihr Flussbett seid und dann kommt Leute, eine nach dem anderen hierhin, nach Andex oder nach München oder irgendwo anders. Und du siehst, wie kaputt die sind. Okay? Und du weißt, dass was hängt. Welcher Punkt das ist? Marianne, kannst du dein Mikrofon ausmachen? Und du siehst, dass jede Krankheit hängt zusammen mit dem Täter-Opfer-Spiel. Warte, ich kann das, ich habe es gemacht. Dass jede Krankheit hängt zusammen mit dem Täter-Opfer-Spiel. Und du siehst, wie krank die Täter-Opfer-Spiel macht uns körperlich und seelisch. Denn in dir wächst die Bedürfnis, dass du willst vollkommen aufhören, selber mit dem Täter-Opfer-Spiel. Versteht ihr das? Und dann jeden Tag, du machst einen Schritt weg von der Täter-Opfer-Spiel, nach ein Schritt. Und wenn du machst das über Jahre lang, dann du bist nicht mehr in die Lage,
ein Täter zu sein oder ein Opfer zu sein. Und dann, wenn du befreit bist von der Täter, ich sage nicht, dass ich befreit bin von der Täter-Opfer-Spiel. Ich bin nicht befreit von der Täter-Opfer-Spiel. Aber als ein Heiler bin ich befreit von der Täter. Das heißt, ich habe das gelernt, dass wenn mein Ego involviert ist in Heilung, dann die Gnade hat zu wenig Platz. Punkt. Das ist das. Und deswegen, ich kann mein Ego hier lassen, immer. Ich will nicht mein Ego mitschleppen in der Behandlungszimmer. Nein, danke. Ich muss das nach Hause schleppen, das ist genug. Das reicht mir. Aber Rudi, hast du die Frage gestellt, Rudi? Nee, ich habe es gestellt. Wer bist du? Jürgen. Oh, Jürgen. Kennen wir uns, Jürgen? Ja, klar. Bin Montag wieder bei dir. Achso, Jürgen. Servus, Jürgen. Ich freue mich auf Montag. Das ist einfach so, als Jesus Christus ein Heiler war, und ich weiß, dass für dich, Jesus Christus ist auch ein Vorbild. Jesus Christus war egofrei. Okay? Und deswegen, Jesus Christus als ein Flussbett war unglaublich tief, breit und leer. Und als Jesus Christus mein Vorbild ist, und Jesus Christus war das Vorbild von Dasklos, und Dasklos war ein Wunderheiler, denn ich habe gesagt, wenn ich niemals wirklich ernst habe, dann mein Ego spielt keine Rolle in Heilung. Okay, das ist das. Ich sage nicht, dass man kann das machen von einem Tag bis zum nächsten Tag, aber weißt du, es tut uns einfach gut. Das ist auch der große Vorteil mit Heilung. Wenn man geht diesen Weg, dann die Angebot jeden Tag ist, dass wir hören auf mit dem Täter-Opfer-Spiel und dass wir genießen dann diese Passivität in der Flussbett. Und vergiss nicht, und das weißt du selber, Jürgen, Jesus Christus war ständig ein Flussbett. Du musst Jesus Christus nur die Klamotten anfassen, dann warst du geheilt. Und es ist nicht, dass wenn man ein Flussbett ist, wenn ihr kommt mit Renate am Montag und dann bin ich 2 Stunden in einem Flussbett für euch, gerne, und bin sehr dankbar. Und dann ich gehe nach Hause, das Fluss fließt immer noch durch uns, ständig. Und wenn man darf die Passivität erleben für 1 Stunde, immer wieder, erstmal, das ist Ausruhen, das ist absolut Ausruhen. Und das ist der Botschaft von Jesus Christus in einem Evangelium oder die andere. Denn uns geht es so viel besser. Und man will kein Ego mehr aufbauen oder tragen. Langsam. Das ist genau, Jürgen, das ist genau das Problem mit der Gesellschaft hier in Deutschland. Und ich darf das sagen, weil ich bin fast länger in Deutschland als Amerika, wobei ich bin nicht eingedeutscht. Ihr merkt das von der Sprache. Mein Deutsch ist nicht fehlerfrei, wird nie fehlerfrei. Also die deutsche Sprache ist nicht einfach. Dann man sagt, okay, ich bin so gerne ein Diener, ein Flussbett für die Gnade, und es macht unser Leben viel einfacher. Weil dann ist die Nervensystem, mein Nervensystem ist jeden Tag, es kommt tiefer in die Ruhe. Weil wenn man das nicht machen für 1 Stunde, dann, wenn dein Nervensystem ist aufgeregt wegen Covid oder etwas anderes, dann kommt das Bumm in die Ruhe, in die Stille. Und wenn man bringt dann 4 Stunden pro Tag in die Stille, dann alles, was wir erleben, außer diese 4 Stunden, ist nicht mehr attraktiv. Es gibt eine wunderbare Stelle in die Johannes-Evangelium. Nach der Taufe, Jesus Christus geht in ein Dorf, und da sind Philippus und Nathanael. Und die stellen eine interessante Frage an Jesus Christus. Und die fragen Jesus Christus, wo bist du zu Hause? Wo bist du zu Hause? Und Jesus Christus sagt, komm mit mir, ich zeige, wo ich bin zu Hause. Okay. Und jeder sagt, okay, die haben eine Reise gemacht nach Kapernaum oder nach Nazareth oder irgendwo anders. Nein. Hier, in das Herz.
Weil Jesus Christus ist absolut zu Hause in die Liebe. Und wenn einer fragt Jesus Christus, wo bist du zu Hause? Jesus Christus sagt, hier, nimm mein Hand, komm mit mir. Ich zeige, wie schon die Liebe ist. Und die haben die Liebe erlebt. Die kommen wieder in das Dorf und die sagen zu den anderen Einwohnern von dem Dorf, ihr solltet sehen, wo der zu Hause ist. Und es ist genau das, wenn der ganze Dorf sieht, dass es gibt dann diese wahre Liebe, die sagen, okay, ab jetzt, ab sofort hören wir auf mit dem Täter-Opfer-Spiel. Wir gehen auch dahin. Wir gehen auch dahin. Und dann alles hier ist nicht so interessant. Das ist das. Nachfragen? Entschuldigung, du steckst da in die Schatten. Ich meine wirklich Schatten. Ich meine nicht deine eigenen Schatten. Es ist dunkel, wo du bist, dein Zimmer. Ja, die Sonne scheint ein bisschen rein. Und Ja, okay. Die Kamera dicht. Hinter dir, ja. Ja. Nachfragen? Okay, ich mache einen Vorschlag, dass wir machen eine kurze Pause, 10 Minuten Pause, einfach eine Pipi-Pause oder was weiß ich. Und dann wir machen eine Übung zusammen, dass wir enden das wirklich in Frieden. So, 10 Minuten Pause, jetzt ist 20 vor 5 kommen wir dann zusammen. Okay, bis gleich. Okay, ich habe gesagt, dass im Aufbau schon ist ein neuer Paradigm. Und wie können wir das besser vorstellen, was dieses neue Paradigm bedeutet? Eigentlich, wir haben auch die Vorlage von das, auch von Jesus Christus direkt, von Matthäus 5,5. In Matthäus 5,5, Jesus Christus ist ein Sieger Nazareth und geht auf einen Berg und die Leute kommen danach. Es heißt der Bergpredigt. Und in die Bergpredigt sind die Seligpreisen. Und die Seligpreisen sind so besonders, insoweit, dass was die sind eine perfekte Balance zwischen die Weiblichkeit und Männlichkeit. Und eigentlich, die haben so viel seelische Kraft drin. So, entspannen wir uns jetzt. Atmen wir tief ein und aus und kommen wir dann in Kontakt mit dem Boden, wo wir sind. Und hier in Andex, ich habe einen wunderbaren Holzboden und ich komme ziemlich schnell in Kontakt mit der Mutter Erde. Die Mutter Erde ist ein Anteil von der Schöpferkraft, das heißt die Heiligen Geisten. Und die Mutter Erde ist voll mit Urvertrauen, Urfreude, Urliebe und Urfrieden. Und die Mutter Erde schenkt diese wunderbare Energie an alle Lebewesen auf die Erde. Und auch an uns jetzt. Spüren wir, wie diese Kräfte kommt in die Fußsohle, durch die Fußgelenke. Und die baden die Unterschenkel in Freude, Frieden, Liebe und Vertrauen. Es fließt durch die Knie, ganz sanft in die Oberschenkel. Von die Oberschenkel geht es in die Becken und was wir nennen das Wurzelchakra und die Fortpflanzenorganen. Spüren wir, wie der ganze Unterleib ist gebadet in Freude, Frieden, Vertrauen und Liebe. Atmen wir tief ein und aus und genießen wir das. Und dann kommt es weiter nach oben in das Hara-Chakra, wo viele von uns erleben ein Kind in uns, eine verletzte Kind in uns. Und das Kind in uns ist jetzt gebadet und getröstet in Liebe, Vertrauen, Frieden und Freude.
Und dann kommt das langsam in den Bauchraum. Und in der Bauchraum, die Solarplexus, ist jetzt gebadet auch in Frieden, Vertrauen und Freude. Das fließt von der Bauchraum in die Nerven, in die Drüsen, in die Lymphen und auch in die Organe, die Milz und die Leber, Pankreas. Atmen wir tief ein und aus. Und dann steigt diese Energie in die Lungen. Und wenn die Lungen haben immer noch ein bisschen Angst oder Traurigkeit oder Lebensmüdigkeit, die werden jetzt vollkommen gebadet in Freude, Frieden, Liebe und Vertrauen. Und auch das Herz. Beide die Organe des Herzchakra. Und langsam die Thymusdrüse und Schilddrüse sind auch gebadet. Und es kommt hoch in das Halschakra. Jetzt in diese große Umbruch, das wir erleben, das Halschakra ist oft sehr belastet. Und das Halschakra hat einen Mechanismus, alles zu kontrollieren. Und es merkt, es kann nicht mehr alles kontrollieren. Aber jetzt bekommt das Halschakra eine Menge von Ohrvertrauen und Ohrfreude, Ohrliebe und Ohrfrieden. Wie die Schulter, die linke und die rechte Schulter ist wie ein großer Last, geht weg von der Schulter. Es kommt in die untere Kiefer. Die untere Kiefer hängt ganz locker, aber kräftig. Und dann geht es in das Zahnfleisch, die Sehne. Und dann in die Nasen, in die Nebenhöhle. Und von der Nebenhöhle, das geht nach oben, in die Augen, in die Stirne, aber es geht auch innen, in die Thalamus und die Amygdala. Und die Hypothalamus und Präfrontal Cortex. Die Schwerbeldrüse. Und badet zum Ende die linke und die rechte Gehirnhälfte. In Frieden, in Freude, in Liebe und Vertrauen. Die Mutter Erde hat uns perfekt vorbereitet für etwas Besonderes jetzt. Jetzt bitten wir, dass die Ohrkräfte, die absolute Ohrkraft, die Ohrstrom, erlebt als der ohrvaterliche Energie, die Christusenergie und die ohrmütterliche Energie, die Heiligen Geisten-Energie. Wir bitten, dass die kommen zu uns jetzt und dass erstmal die Heiligen Geisten baut über die rechte Gehirnhälfte eine schneeweiße Kugel voll mit der Schöpferkraft. Und sie macht das für uns. Sie baut eine wunderbare schneeweiße Kugel über die rechte Gehirnhälfte. Man spürt das teilweise in der rechten Gehirnhälfte als Frieden. Und es ist fertig gebaut. Und jetzt kommt die Christusenergie. Und wir bitten die Christusenergie, dass er baut über die linke Gehirnhälfte eine wunderbare goldgelbene Kugel voll mit der ohrvaterlichen Energie, die Christusenergie. Es ist total anders als diese schneeweiße Kugel, aber genauso wunderbar.
Und jetzt ist es fertig gebaut. Das heißt, wir stehen unter diese zwei wunderbare Sonne. Eine voll mit der Schöpferkraft, die andere mit der Christusenergie. Und jetzt, wir wollen diese Kräfte einladen in uns. Wir fangen an mit der schneeweißen Kugel und wir bitten den Heiligen Geist, dass sie fließt rein in die rechte Gehirnhälfte. Sie mag das und sie kreuzt über die dritte Augen hier und kommt langsam nach unten in die linke Schulter und fließt durch die linke Lungenflügel, durch den Milz und kommt langsam rein in die linke Hoden oder linke Eierstocke. Und dann wir atmen diese Energie aus und weg von uns. Alle die trägt das die Mutter Erde, alle die trägt das die Heiligen Geist befreit von uns. Wir atmen das aus durch den Mund. Und wieder wir atmen die Heiligen Geisten in diese weiße Licht tief rein in uns. Und wieder atmen wir die Dreck weg. Immer wieder atmen wir die Heiligen Geisten in dieses schneeweiße Licht in uns. Das langsam die ganze linke Körperseite ist voll mit der Schöpferkraft, die urmütterliche Energie. Und wenn es gibt eine Stelle in die linke Körperseite, dass es schwach oder krank ist, wir können bitten die Heiligen Geisten, dass sie heilt das jetzt. Und wenn ihr spürt ein bisschen Schwindel oder Druck, sieht, das ist normal. Das heißt, ein Ventil ist aktiviert. Und über dieses Ventil fließt etwas weg, was ihr nicht mehr braucht. Und jetzt kommen wir in Verbindung mit Christus und diese goldgelbene Sonne über die linke Gehirnhälfte. Und wir atmen Christus ein jetzt. Auch über die dritte Augen, aber jetzt auf die rechte Körperseite. Er fließt nach unten in die rechte Schulter. Fließt ganz sanft und liebevoll durch die rechte Lungenflügel. Tief rein in die Leber. In die Galle. Noch tiefer rein. Und es erreicht die Hoden oder in Frauen die rechte Eierstock. Und dann atmen wir das aus, dass alle die Dreck befreit von den Chakren und von den Organen geht dann weg von uns. Und dann laden wir Christus wieder ein über die linke Gehirnhälfte. Ganz tief rein und sanft durch die rechte Körperseite. Immer wieder. Und wieder atmen wir den Dreck weg. Die Krankheit weg. Die Störung weg. Wieder atmen wir Christus in die goldgelbene Farbe ein. Und wieder atmen wir das dann weg. Und langsam ist die rechte Körperseite voll geflattet, voll mit der golden gelben Farbe von der Christusenergie. Das heißt, die Christusenergie hält die rechte Körperseite und der urmütterliche Energie die linke Körperseite. Wir sind jetzt in die Arme von der wahren Mutter und Vater. Und sagen wir, dass die linke Hand und linke Arm ist ein Flussbett für die urmütterliche Energie. Und es ist. Und dass die rechte Hand ist ein Flussbett für die Christusenergie. Und bringen wir diese zwei Hände zusammen und legen wir das auf das Wurzelchakra, auf die Genitalia, auf die Forstpflanzenorganen. Und beten wir die erste Seligpreisen 3-mal. Geselig sind die Armen im Geist, für Erde ist das Himmelreich. Geist in der griechischen Übersetzung ist Ego.
Gesegnet sind die Armen im Geist. Für ihre ist das Himmelreich. Es ist eine tiefe, tiefe Reinigung von das Wurzelchakra, von Verletzungen, vom Egoismus, sogar vom Täter-Opfer-Spiel. Geselig sind die Armen im Geist. Für ihre ist das Himmelreich. Und dann empfangen wir langsam die Hände, dass die Händeflecke sind orientiert nach oben, dass die empfangen symbolischerweise immer noch die Urweiblichkeit und Christusenergie. Und dann bringen wir das zusammen auf die Ebene von das Hara Chakra, wo das innere Kind ist. Und bleiben wir in die Seligpreisen. Gesegnet sind die Leidtragenden, für die würden getröstet werden. Gesegnet sind die Leidtragenden, für die würden getröstet werden. Gesegnet sind die Leidtragenden, für die würden getröstet werden. Und dann entfernen wir die Hände, wir lassen die auf dieser Ebene hier, immer noch orientiert nach oben. Und dann bringen wir die auf die Ebene von der Solarplexus. Gesegnet sind die Sanftmutigen, für die werden die Erdreich erben. Lass diese wunderbare Botschaft reinfließen in den Solarplexus. Gesegnet sind die gesegnet sind die Sanftmutigen, für die würden das Erdreich erben. Gesegnet sind die Sanftmutigen, für die würden die Erdreich erben. Und dann entfernen wir die Hände, lassen wir die auf diese Ebene. Die rechte Hand ist immer noch voll mit der Christusenergie, die linke Hand voll mit den Heiligen Geisten. Und bringen wir die auf das Herzchakra jetzt. Das hat gesagt, man kann die Daumen so machen und die Finger machen erst die Sonnenstrahle. So. Gesegnet sind die reinigen Herzen,
denn sie würden Gott schauen. Gesegnet sind die reinigen Herzen, denn sie würden Gott schauen. Gesegnet sind die reinigen Herzen, denn sie würden Gott schauen. Und dann langsam entfernen wir die Hände immer nach orientiert nach oben auf diese Ebene. Und dann liegen wir da entweder der Hals so oder hinter der Hals in Verbindung mit das Halschakra. Und gesegnet sind die, das durstigen Hunger nach Gerechtigkeit, für die würden sättigen, die würden satt. Und gesegnet sind die, das durstigen Hunger nach Gerechtigkeit, die würden satt. Und gesegnet sind die, das durstigen Hunger nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt. Das ist eine große Befreiung für das Halschakra. Und dann entfernen wir die Hände, überlassen wir die auf diese Ebene. Dann bringen wir die Hände um die Schläfe oder um die Ohren. Das zwischen die Hände ist das dritte Augen. Und gesegnet sind die Barmherzigen, für die würden Barmherzigkeit erlangen. Gesegnet sind die Barmherzigen, für die würden Barmherzigkeit verlangen. Und die dritte Augen wird voll mit Barmherzigen. Barmherzigkeit ist Liebe, ist Gnade. Gesegnet sind die Barmherzigen, für die würden Barmherzigkeit verlangen. Und dann entfernen wir die Hände, überlassen wir die auf diese Ebene, wenn es geht. Und für uns das Kronenchakra ist teilweise karmafrei. Was braucht dringend Hilfe, sind die linke und die rechte Gehirnhälfte. So, wir legen die linke Gehirnhälfte, die linke Hand auf die linke Gehirnhälfte, die rechte auf die rechte, und wir bringen die Finger zusammen. Sie formen eine Spitze. Das heißt, symbolischerweise sind sie in Verbindung mit das Kronenchakra. Gesegnet sind die Friedstiftenden,
Für die würden Kinder Gottes genannt. Und gesegnet sind die Friedensstifter. Für die würden Kinder Gottes genannt. Gesegnet sind die Friedensstifter. Für die würden Kinder Gottes genannt. Und dann entfernen wir die Hände und bringen wir die wieder auf das Herzchakra in diese Form. Und jetzt bitten wir die Christus-Energie und das Heiligen Geist-Energie, dass die kommen zusammen sozusagen in eine Hochzeit in uns. Und bringt uns in absolute Harmonie und Balance zwischen Himmel und Erde, zwischen Körper und Geist. Und dass die vorbereiten uns für eine neue Zeit. Und dass die begleiten uns für die nächsten 11 Jahre, wenn nicht lange. Und für das sind wir dankbar. Atmen wir tief ein und aus und spüren wir diese wunderbare Segen von der Mutter und Vater, Christus und Heiligen Geist. Und gleichzeitig die Freude, dass die Mutter Erde hat für uns. Dass die Mutter Erde darf das miterleben. Und wenn wir beten, die Seligpreisen in die 7 Chakren jeden Tag, das tut uns unglaublich gut. Amen. Okay, ja. Es sind 3 Leute in die Wartezimmer, ich lasse sie rein. Jetzt einfach zum Tschüss und sagen. Ich danke euch für die Zeit zusammen. Und mag das mit den Seligpreisen. Für die Leute, das kommen ein bisschen spät, das sind 3, wir sind gerade fertig. Aber ich habe es aufgenommen und ich tue das auf YouTube, okay? So, bleibt bitte in Frieden, hoffentlich Freude dazu und Vertrauen und sei Vorbilder für die Leute um uns, okay? Wir schaffen das gut. Alles wird viel einfacher, das weiß ich, okay? Mach's gut und hoffentlich sehen wir uns hier in Andex bald. Tschüss. Tschüss alle. Tschüss, Paul. Vielen Dank. Tschüss. Gerne, 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 gerne.